Willkommen bei Stuttgart 21. Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird im Zuge von Stuttgart 21 um rund 90 Grad gedreht. Aus dem Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof. Das ist nicht nur für den Bahnverkehr von großem Nutzen, sondern ermöglicht auch Städtebau mitten in der Stuttgarter City auf einer rund 100 Hektar großen Fläche. Der mit seinen Tunnelköpfen fast 1 Kilometer lange Durchgangsbahnhof schließt im Norden an den Tunnel Feuerbach und Cannstatt an. Oder weiter gefasst, durch diese Tunnel fahren Züge aus und Richtung Frankfurt und Nürnberg. Im Süden schließt der Bahnhof an die Röhren in Richtung Filderebene und Flughafen an, sowie an die Röhren in und aus Richtung Ober- und Untertürkheim oder weiter gefasst in Richtung Ulm bzw. ins Neckar- und Remstal. Künftig wird der Straßenverkehr am Gebhard-Müller-Platz teilweise unterirdisch verlaufen. Dafür wird die vielbefahrene Bundesstraße 14, die in diesem Abschnitt Willy-Brandt-Straße heißt, unter die Erde verlegt. Die Bahn verlängert hier die bestehenden Straßentunnel in einer aufwendigen Operation bei fließendem Straßenverkehr. Der erste Tunnel, die Weströhre, ist bereits in Betrieb. Die Verlängerung und Sanierung der Oströhre läuft seit Sommer 2025. Unter der B14 hindurch führt der Tunnel Südkopf. Er verbindet die Bahnsteighalle mit dem Fildertunnel und mit dem Tunnel nach Ober- und Untertürkheim. Im Tunnel sind die Gleise und Oberleitungen bereits eingebaut. Aktuell wird noch weitere Technik montiert. Oberirdisch ist hier einer der 4 stadtbildprägenden Eingänge zum Hauptbahnhof in unmittelbarer Nähe zur Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie bereits fertiggestellt. Nachdem 1100 Stahlstäbe und 725 Glasscheiben eingebaut wurden, werden aktuell darunter die Rolltreppen und der Aufzug montiert. Lichtaugen und Kelchstützen versorgen die Bahnsteighalle mit Tageslicht. Sowohl die 23 geschwungenen Regellichtaugen als auch die 4 flachen Lichtaugen sind inzwischen fertiggestellt. Die Gleise sind ebenfalls komplett verlegt. Aktuell laufen die letzten Arbeiten an den Oberleitungen in der Bahnsteighalle. Von den 3 Verteilerstegen führen jeweils Treppen und Rolltreppen auf die Bahnsteige. Die Treppen sind ebenfalls bereits alle eingebaut. Aktuell werden die Rolltreppen und Aufzüge montiert. Auf den Bahnsteigen wird gerade der Estrich verlegt. Anschließend folgt der Bodenbelag aus Natursteinplatten. Von jedem der Bahnsteige führt ein Zugang in den Personentunnel, der Fern- bzw. Regionalzüge und S-Bahn auf kurzem Weg verbindet. An der westlichen Seite des künftigen Hauptbahnhofs befindet sich der denkmalgeschützte Bonatzbau. Dieser dient zukünftig als Eingang in die neue Bahnsteighalle. Die denkmalgeschützte Fassade des Gebäudes bleibt erhalten. Im Inneren wird der Bonatzbau komplett entkernt und modernisiert. Zukünftig gelangen die Fahrgäste stufenlos durch den Bonatzbau hindurch auf die Verteilerstege des Durchgangsbahnhofs. Das Hotel im Bonatzbau ist im Rohbau fast fertiggestellt. In der Wandelhalle ist das Mero-Stahlgerüst vollständig zurückgebaut. Die Zwischenebenen in der Wandelhalle sind ebenfalls fertiggestellt. Der Bau der 27 Lichtaugen ist sehr weit fortgeschritten. Alle Gläser und Stahlelemente sind eingebaut. Aktuell wird an der Verkleidung der Lichtaugen gearbeitet. Auch bei den Gitterschalen geht es voran. Die Gitterschale an der Haltestelle Staatsgalerie ist nahezu fertig. Auch die Gitterschale am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz ist fast vollendet. Neben dem Turm des Bonatzbaus wird es ebenfalls eine Gitterschale geben, die als Eingang in die Bahnsteighalle dienen wird. Ihr Fundament ist bereits komplett. Am nördlichen Ende der Bahnsteighalle verbindet der 227 Meter lange Tunnel Nordkopf die zukünftige Bahnsteighalle mit den Tunneln Feuerbach und Bad Cannstatt. Er führt unter der Bundesstraße B27 und der ehemaligen Bahndirektion hindurch. Hier im Tunnel fächern sich die 4 aus den Tunneln Feuerbach und Bad Cannstatt kommenden Gleise auf die 8 Gleise des künftigen Durchgangsbahnhofs auf. Im Tunnel sind alle Gleise, Weichen und Oberleitungen eingebaut. Aktuell wird noch weitere Technik für den Eisenbahnbetrieb installiert. Zwischen dem Bahnhof Feuerbach und dem Stuttgarter Hauptbahnhof verläuft der gut 3 Kilometer lange Tunnel Feuerbach. Die Gleise dort sind bereits verlegt. Der Einbau der Deckenstromschiene ist ebenfalls abgeschlossen. Aktuell wird hier die Leit- und Sicherungstechnik eingebaut.
Der Tunnel Cannstatt verbindet den künftigen Hauptbahnhof mit Bad Cannstatt. Im Tunnel ist die Oberleitung vollständig eingebaut, der Gleisbau ist erledigt. In einer der beiden Röhren des Cannstatter Tunnels laufen die Arbeiten an der sogenannten P-Option. Die P-Option verbindet künftig Feuerbach mit dem Tunnel Cannstatt. In beiden Röhren sind die Anschlussstutzen für die P-Option bereits gebaut. Künftig kann dank dieser Vorbereitungsarbeiten an den Röhren der P-Option weitergearbeitet werden, ohne den Betrieb im Tunnel zu stören. Die 345 Meter lange Neckarbrücke überspannt den Neckar und verbindet die Tunnelröhren mit dem Bahnhof Bad Cannstatt. Seit der Fertigstellung des Rohbaus wurde die Brücke bereits für Logistikzwecke genutzt, wie etwa für den Antransport von Langschienen. Der Großteil der endgültigen Gleise liegt und der Großteil der Masten für die Oberleitungen steht bereits. Im Sommer 2024 musste sich die Brücke einem Belastungstest unterziehen. Die Verformungen unter Last lagen im erwarteten Bereich, also grünes Licht für den Betrieb. Für die S-Bahn wurde im Rahmen von Stuttgart 21 die neue Haltestelle Mittnachtstraße gebaut. Der Bodenbelag inklusive dem taktilen Leitsystem ist bereits eingebaut. Sie liegt direkt am künftigen Rosenstein-Quartier. Die Haltestelle wird über eine neue unterirdische S-Bahn-Trasse mit dem Hauptbahnhof sowie mit Bad Cannstatt verbunden und oberirdisch mit Feuerbach verknüpft und verlängert so die S-Bahn-Stammstrecke. Für die S-Bahn wurden bereits etwas mehr als 6 Kilometer Gleis eingebaut. Hier ist eine der wenigen Stellen im Projekt mit einem konventionellen Schotterbett für die Gleise statt einer festen Fahrbahn aus Beton. Diese wird hier aufgrund der niedrigen Geschwindigkeiten nicht benötigt. Auch bei der Oberleitung geht es voran. 5 Kilometer Fahrdraht sind bereits eingebaut. Der 5,7 Kilometer lange Tunnel Obertürkheim führt vom künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof in den Stadtteil Obertürkheim. Auf seinem Weg unterquert der Tunnel den Neckar und schließt in Obertürkheim schließlich an das bestehende Schienennetz an. An der Kreuzung zwischen Neckar und Tunnel zweigt ein Tunnelast Richtung Untertürkheim ab. Im Tunnel Obertürkheim sind die Gleise komplett eingebaut. Aktuell werden unterschiedliche Kabel für die Eisenbahntechnik installiert. Im Abzweig zwischen Untertürkheim und dem Verzweigungsbauwerk unter dem Neckar liegen ebenfalls die Gleise. Die Oberleitung ist montiert. Biegen die Züge im Tunnel Ober-Untertürkheim vom Hauptbahnhof aus kommend zukünftig nach links Richtung Untertürkheim ab, gelangen sie zum neuen Abstellbahnhof. Hier werden zukünftig auf einer Fläche von rund 11 Hektar Züge abgestellt und für ihren Einsatz vorbereitet. Auch im Abstellbahnhof müssen die Züge mit Strom versorgt werden. Die Oberleitungsmasten, die den Fahrdraht führen werden, stehen bereits. Aktuell werden die Gleise eingebaut. Dabei hat die Deutsche Bahn eine besondere Weiche eingebaut, eine Doppelkreuzungsweiche. Diese wurde in einem Stück angeliefert und eingebaut. Der Fildertunnel ist der längste Tunnel des Projekts. Auf den 2 mal 9,5 Kilometern zwischen dem Hauptbahnhof und den Fildern ist der Gleisbau vollendet. Auch die Oberleitung ist bereits vollständig eingebaut. Eine Besonderheit des Tunnels: hier sind 2 unterschiedliche Oberleitungssysteme eingebaut. Im Bereich mit kleinerem Tunnelquerschnitt ist eine Deckenstromschiene verbaut, während in den Bereichen mit größerem Tunnelquerschnitt eine reguläre Oberleitung zum Einsatz kommt. Vom Hauptbahnhof losgefahren erreichen Reisende den Flughafenbahnhof künftig in gerade einmal 6 Minuten. Hier oben auf der Filderebene können Fern- und Regionalzüge künftig zum neuen Flughafenbahnhof abbiegen. Im Bereich des Flughafenbahnhofs und den zugehörigen Tunneln sind ebenfalls alle Gleise eingebaut. Aktuell wird auf den Bahnsteigen der Bodenbelag eingebaut. Am nordöstlichen Ende des Bahnhofs ist bereits die erste Weiche für den Pfaffensteigtunnel eingebaut. Hier kann der Pfaffensteigtunnel, dank der Vorbereitungen, die bereits heute getroffen wurden, während dem laufenden Betrieb des Flughafenbahnhofs gebaut werden. Oberirdisch nehmen die Zugänge zum Flughafenbahnhof ebenfalls Gestalt an. Der zentrale Zugang an der Messe hat bereits ein Luftkissendach bekommen. Aktuell wird die Fassade fertiggestellt. Im Inneren des Eingangs der Messepiazza wird gerade an den Aufzügen gearbeitet. 10 große Glasaufzüge am zentralen Zugang Messe werden gerade eingebaut. Am Zugang Ost ist der Rohbau nahezu fertiggestellt. Zwischen dem Flughafen und Wendlingen sind ca. 15 Kilometer neue Bahnstrecke entstanden, darunter auch mehrere Brücken und Tunnel. In Wendlingen schließt Stuttgart 21 an die Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm an.
Zwischen Filtertunnel und Schnellfahrstrecke sind bereits die Gleise verlegt, sodass eine durchgehende Schienenverbindung von Ulm bis zu den Kelchstützen in Stuttgart besteht. Seit März 2025 ist die Oberleitung auf der Strecke zwischen Wendlingen und Stuttgart unter Strom. Erste Testfahrten haben in diesem Teil des Projekts bereits stattgefunden. Über den Baufortschritt des wohl bekanntesten Infrastrukturprojekts in Deutschland könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal informieren. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert.